Hallo, hallo. So, ich habe da 2 Karten gebastelt. Die Idee habe ich bei der lieben Sabine vom Kanal Bines Stempelglück gesehen. Danke an der Stelle an die liebe Sabine für das Video, für die Idee. Ja, hat mir sehr gefallen. Und das ist so eine Einsteckkarte, ne? So ein Verschluss. Voll cool. Ja, ich habe es jetzt da so nach meinem Wunsch verändert alles, ne? So. Aber die Anleitung ist von ihr. Habe ich dann nachgebastelt und bei mir ist sowas entstanden. Eine Weihnachtskarte. Ja, so sieht es aus. Ja, und ich möchte jetzt noch weitere 2 Karten werkeln. Ich habe mir da diese Papiere aus dem Block rausgeholt, so eins, ne? So, und das Grau, diesen Cardstock, habe ich aus dem Block hier, das da, genommen, ne? 24 x 34 cm, 270 Grammatur. Ja, ist auch eben aus Action-Material. Weiter. So, und das sind schon alles so vorbereitete Teile. Und da kann ich das dann durchgeben. So, eben. Die Grundkarte ist 10,5 mal 14,5, ne? Und da kommt diese Klappe zum Umklappen drauf und die ist etwas kürzer, wird aufgelegt, gefalzt, ne? So, das ist eben ein Stück 8 mal 14 cm, wird dann bei 2 cm gefalzt und dann wird gesamt diese 8 cm Breite wird dann bei 4 markiert und unten auch. Und da auch die Mitte der Länge, ne? Die Mitte wird eben bei 7 markiert. Und dann eben abgeschnitten bekommt man so eine spitze Steckklappe, ne? Das ist das. Weiter. Das ist der Einleger und selbst die Karte sozusagen, ne? Ich habe diesmal so ein buntes Designpapier genommen und gefaltet. Das ist eben dann 20 mal 14 Zentimeter, ne? Und dann bei 10 cm gefaltet und dann wird es da drauf geklebt. So. Und das ergibt dann so einen Rand drumherum, ne? Deswegen ist das halben Zentimeter dann weniger. Okay, so, dann werde ich mal zusammenkleben. Oh, die hat mich so fasziniert, die Idee, habe ich die gewerkelt, klar getüftelt. Das ist ja so eine Sache, wenn man was neu macht mal, dann muss man erstmal sich da mit auseinandersetzen, ne? Und dann wird das hier so aufgeklebt mit einem gleichen Rand, ne? So, ne? Das wird dann, da sieht man es gut, ne? Dass da Überschuss ist dann, klebt sich in die Karte so hinein. Ja, das da. So, dann habe ich schon diese Lasche, habe ich schon über die Tischkante so ein bisschen durchgezogen. So, also geht weiter.
Teil rein. Ich hätte jetzt auch reinstempeln können. Reinstempeln, ne, mit einem Spruch oder was so man möchte. Aber ich glaube, ich werde was reinkleben dann. So, das wird auch noch. So, dann wird das reingeklebt und bündig, sage ich mal so, an die Falzlinie, und dass es schön abschließt hier. So, ich schaue noch, dass gut alles sitzt. Ja. Und dann haben wir so das eingeklebt. Genau. So. Weiter. Die zwei Teile, die habe ich ja noch nicht durchgesagt. Das ist diese gleiche Cardstock 4,5 mal 13,5 Länge. Das Teil, und das zweite ist dann 4 mal 13, halben Zentimeter weniger. Das kommt auch hier drauf. Das ist ja dieser Steckfach, ne? Dieser Stopper. Das muss dann da rein. Und dann wieder reinstecken. Steckfach, ne? Ja, so sehen die Karten jetzt aus. Habe sie zusammengebaut und werden dekoriert. Ja, das ist jetzt die Karte. Habe gestempelt und hatte noch so Ausstandsteile. Ich habe hier so eine Dose, da habe ich alles Mögliche drin gehabt. Sind, glaube aus Fiction-Stanzschablonen hatte ich mal damit einiges ausgestanzt, ne? Ja, und das passte farblich auch. Auch ein paar Blümchen, so eine Stanze, ne? Habe ich aus dem gleichen Cardstock noch ausgestanzt, und Steinchen. Gab es mal Tütchen, ne? Bei Fiction auch so Mischschmucksteine da. Daraus habe ich noch diese passend genommen, ne? Ich habe dann die Torte ausgemalt, ein bisschen die Schmucksteinchen dann passend zu der Torte aufgeklebt, ne? So, und dann, ja, öffnet die Karte sich, und dann innen drin habe ich dann so ein bisschen dekoriert. Diese sind aus diesem Set Die Cuts, ne, rausgenommen, ne, aufgeklebt einfach. Und diese Fähnchen sind aus diesem Block von Teddy. Ne. Da gibt es ja solche Fähnchen, ne? Habe ich da ausgeschnitten. Da. Ja, da so ein bisschen hinein. Ja, und dann sieht die Karte eben so aus. Kann man so ein bisschen drunter. Und so sieht sie dann fertig aus, ne? Und die zweite auch ähnlich. Gleiches gestempelt. Gestempelt habe ich dieses Set genommen von EFCO. Die sind sehr alt, die habe ich mal ewig her gekauft, aber immer noch richtig gut. Da hatte ich da im Sinne ausgestanzt
aufgeklebt. Dieses. Ja, und dann die zweite Karte habe ich identisch gestaltet und innen drin habe ich dieses Motiv genommen, auch so ein Die-Cuts aus diesem Set. Ja. Ist sehr süß. Und wie gesagt, hier habe ich auch so ein bisschen Luft gelassen. Auch hier diese Fähnchen passen, ne? So ein bisschen. Und das ist die zweite. Und dann kommt das auch einfach hier rein. Diese Variante, ne? Diese zwei Stanze habe ich eben genutzt. Und auch noch diese Stanze aus das ist so einer und ja, passend, um die Kreise für das Etikett auszustanzen. So, ihr Lieben, das waren meine Karten, so ein paar Beispiele. Dann danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüssi.